Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video erfährst du alles über unregelmäßige Verben. Denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen. Ich zeige dir, wie du ein unregelmäßiges Verb erkennst und wie du es im Präsens und Präteritum konjugierst. Schließlich sehen wir uns unregelmäßige Verben mit Vokalwechsel im Präsens und gemischte Verben an. Was sind unregelmäßige Verben? Bei unregelmäßigen Verben ändert sich der Vokal im Wortstamm, im Präteritum und Partizip 2 sowie einigen Fällen auch im Präsens. Sehen wir uns das an dem Beispiel der Verben kommen und wohnen an. Bei dem Verb kommen siehst du, dass der Vokal im Wortstamm Präsens O zu einem A im Präteritum und wieder zu einem O im Partizip 2 wechselt. Kommen ist also ein unregelmäßiges Verb. Anders dagegen das Verb wohnen. Hier ändert sich der Wortstamm in allen drei Zeitformen nicht. Er heißt wohnen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Bei unregelmäßigen Verben endet das Partizip 2 immer auf en, bei regelmäßigen Verben dagegen auf t. Und jetzt bist du an der Reihe. Welches der Verben ist unregelmäßig? Finden oder lernen? Richtig, das Verb finden ist unregelmäßig, denn der Vokal im Wortstamm wechselt von einem I im Präsens zu einem A im Präteritum und zu einem U im Partizip 2. Der Wortstamm des Verbes lernen, lern, ändert sich in allen drei Zeitformen nicht. Mein Tipp an dich: Lerne die Verben immer in der finiten Form im Präsens, Perfekt und Präteritum. Sehen wir uns jetzt unregelmäßige Verben mit Vokalwechsel im Präsens an. Doch was sind unregelmäßige Verben mit Vokalwechsel im Präsens? Diese Verben wechseln in der ersten und dritten Person Einzahl den Vokal im Wortstamm von einem E zu einem I oder einem E zu einem IE und A zu Ä sowie dem Diphthong Au zu Oi. Das Verb sprechen wechselt den Vokal von einem E zu einem I. Ich spreche, du sprichst, er sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie und sie sprechen. Das Verb lesen dagegen wechselt den Vokal von einem E zu einem IE. Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie und sie lesen. Das Verb fahren ist ein schönes Beispiel für den Wechsel von einem A zu einem A-Umlaut. Ich fahre, du fährst, er sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie und sie fahren. Sehen wir uns zum Schluss das Verb laufen an. Ich laufe, du läufst, er sie es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie und sie laufen. Da wir nicht sehen können, wann ein unregelmäßiges Verb im Präsens den Vokal wechselt, müssen wir diese Verben lernen. Ich kann dich aber trösten, es sind nur ungefähr 200, die wir sehr oft benutzen. Aus diesem Grund wirst du sie schnell lernen. Sehen wir uns jetzt die Konjugation unregelmäßiger Verben im Präteritum an. Ganz wichtig, der ersten und dritten Person Einzahl fügst du dem Stamm keine Endung hinzu. Der zweiten Person Einzahl fügst du ein ST, der ersten Person Mehrzahl ein EN, der zweiten Person Mehrzahl ein T und der dritten Person Mehrzahl ein EN hinzu. Bei dem Verb kam sieht dies so aus. Ich kam, du kamst,
Er, sie, es kam, wir kamen, ihr kamt, sie und sie kamen. Es gibt auch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel das Verb fand. Diese wirst du aber sehr schnell lernen, wenn du Verben im Präsens richtig konjugieren kannst. Wie das geht, zeige ich dir im nächsten Video. Zum Schluss habe ich noch eine Übung für dich. Gehe auf die Seite duden.de oder einer App auf deinem Handy. Ordne die Verben springen, sagen, nehmen und reisen der Gruppe der regelmäßigen oder unregelmäßigen Verben zu. Schreibe mir die Lösung in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, natürlich auch. Und damit sind wir auch leider am Ende dieser Lektion angelangt. In der nächsten Folge zeige ich dir einige Tricks, wie du Verben im Präsens richtig konjugieren kannst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Dein Ben.